So, starten wir heute gleich mit einer kurzen technischen Analyse. Und zwar sieht man hier den SPX, also ETF für Standard & Poor's 500 Index. Was sieht man hier leider? Das hat makroökonomische Bedeutung. Man sieht, dass diese Lows, die hier im November 2025 gemacht wurden, kürzlich, also jetzt erst die letzten Tage, unterschritten wurden. Und rein technisch würden wir jetzt davon ausgehen, dass also ein neues Low, beziehungsweise Lows, die immer tiefer gehen als die vorangegangenen Lows, würden technisch gesehen bedeuten, dass wir uns eigentlich in einem Abwärtstrend befinden und nicht mehr in einem Aufwärtstrend. Also in der Vergangenheit sehen wir, die Lows, die gemacht wurden und die Highs, die gemacht wurden, waren immer höher als die vorangehenden. Und jetzt haben wir ein Low erreicht, das eben niedriger ist als ein vorangegangenes Low, und das ist eigentlich leider mit einer bärischen Aussicht, zumindest jetzt mal kurz- bis mittelfristig verbunden. Hat viel zu tun mit dem, was geopolitisch gerade abgeht. Ich zeige euch das auch kurz am Weekly Chart, da sieht man die Historie ein bisschen besser. Da war das Low im November 2025, jetzt sind wir quasi darunter. Und ja, ich habe ein paar Linien gezeichnet, das sind aus meiner Sicht die Trendlinien, in denen sich der Standard & Poor's die letzten Jahre bewegt hat. Man sieht, das geht da sehr lange zurück, ja, eigentlich bis zur Finanzkrise 2008. Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn das wirklich ein Abwärtstrend ist, ein neuerer im S&P 500, wo geht es hin? Und wenn man jetzt diese Linie hernimmt, wo er meistens gebounced ist jetzt in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es runtergeht bis 5.500 circa. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Bereiche hier, die Anfang 2025 quasi eine Resistance gebildet haben, dass das jetzt als Support, Support wirkt und wir nicht tiefer gehen als hier. Genau, aber rein technisch gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, in einem Abwärtstrend befinden wir uns eigentlich. Das heißt, wird spannend wieder werden die nächsten Monate. Und mal schauen, was passiert. Vielleicht crasht es auch kurzfristig, wenn es wirklich kurzfristig weit runter crasht, so wie hier März 2025 oder wenn ich zu Covid crash zum Beispiel 2021, sind das meistens ganz gute Kaufzeitpunkte. Was bedeutet das Ganze für Krypto? Natürlich ist Krypto korreliert auch zu den Makromärkten. Auch Krypto wird wahrscheinlich, wenn allgemein hier ein Crash passiert und Liquidität quasi rausgezogen wird das wahrscheinlich auch Krypto treffen. Manches mehr, manches weniger. Deshalb hier nochmal Bitcoin. Da haben wir auch, seitdem wir dieses High, das letzte eigentlich hatten, im Oktober 25, ist ja stark nach unten gegangen. Da hat sich gegen Ende letzten Jahres bis Anfang dieses Jahres schon so eine Bull Flag, nennt man das, gebildet, also so quasi wie eine Flagge, die ein bisschen bergauf geht. Das ist aber leider nach unten gebrochen. Bear Flag, also Bear Flags brechen dann meistens nach unten weg. Und ja, jetzt befinden wir uns wieder in so einer Bear Flag. Die Frage ist, wenn Bitcoin das wieder nach unten bricht, wie weit geht es nach unten? Normalerweise misst man solche Flags von dem quasi Top, wo der Abstieg begonnen hat, bis zum Ankunftspunkt in der Flag. Also wenn man das jetzt misst bei der vorigen Bear Flag, die da gebildet wurde, sieht man ganz gut, wenn man das nach unten misst also es hat bei der letzten Bear Flag ganz gut gestimmt. Wenn man jetzt sagt, man misst hier die Punkte von der letzten Bear Flag bis zu einem Eintrittspunkt in die aktuelle, dann würde sich da auch ein Szenario widerspiegeln, das uns irgendwo in die Mitte 40.000er US-Dollar bringt pro Bitcoin. Da wären wir jetzt bei 46.000. Ja, wenn man sich das historisch anschaut, trifft das auch ganz gut eigentlich zusammen mit diesen Levels hier, die muss man gerade zeichnen, aber die hier vielleicht auch als Resistance gewirkt haben und dann mal so knapp als Support auch in diesem Bereich hier runter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Szenario sich abspielt. Ich bin mittelfristig, langfristig extrem bullish für den gesamten Bereich, aber wenn man sich Makro gerade anschaut und eben diese technischen Indikatoren und diese Formen, die sich jetzt quasi abbilden, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auch im Bitcoin hier einen Crash nach unten sehen werden in der näheren Zukunft. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung, keine Anlageberatung, aber es gibt gerade ein paar Zeichen, die dafür sprechen. Ja, man wird sehen, was wirklich passiert. Genau, hier haben wir einen Chart also das zeigt uns die Long-Time-Holder von Bitcoin in einem Profit. Das bedeutet in Blau Long-Term-Holders, die im Profit quasi sind mit den Bitcoin-Holdings. Und hier ist eine Trendlinie gezeichnet durch die
quasi Tiefpunkte dieser Long-Term-Holder-Profits. Und man sieht, dass immer wenn ein Bottom, quasi so ein lokales Bottom zumindest eingetreten ist in der Vergangenheit, haben wir uns eben an so einem Punkt befunden, wo die Trendlinie quasi hier durchgeht. Und jetzt im Moment sind wir da auch schon ziemlich weit unten. Wir sind noch nicht ganz an der Trendlinie, aber genau, bald wäre diese Trendlinie erreicht, wenn es jetzt noch weiter nach unten geht, also preislich noch weiter nach unten. Und das würde halt darauf hindeuten, dass, also man sieht ja erstens, es wäre schon noch Luft ein bisschen nach unten, bis diese Trendlinie erreicht ist, aber dann auch nicht mehr so viel. Das heißt, man würde dann auch wieder mit einem Aufschwung rechnen, weil jedes Mal, wenn wir da unten an dieser Trendlinie angekommen sind, waren wir vielleicht ein paar Wochen da unten. Und dann ist es aber wieder stark hinaufgegangen, also der Bitcoin-Preis und dann natürlich damit auch der Long-Term-Holder-Profit. Wieder ein zweischneidiges Schwert, kann auch ein bisschen nach unten gehen, aber dann wird es wieder bergauf gehen. Genau, viele Mixed Signals im Moment. Und hier positive News: US regulators have formally classified multiple crypto assets as digital commodities. Das heißt, sie werden nicht mehr als Securities gehandhabt, was aus rein regulatorischer Perspektive sehr gut ist. Das heißt, sie werden also Digital Commodities dann eher wie Rohstoffe eben behandelt, so wie Gold zum Beispiel auch und andere Rohstoffe und eben nicht so wie Securities. Securities ist dann eher die Regulatorik für zum Beispiel Aktien und das ist natürlich bullish, weil das viel weniger komplexe Vorschriften da sind und von diesem neuen Framework sind eben viele Kryptos da inkludiert, zum Beispiel Avalanche, Bitcoin, eben Bitcoin Cash, ADA, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Ethereum, HBAR, Hedera, Litecoin, Polkadot, Shiba Inu, Solana, XLM, also Stellar XLM, XTZ, Tezos, denke ich, XTZ und XRP Ripple. Genau, also für diese Krypto auf jeden Fall positive Sache. Genau. Und dann hier ein Chart, das kommt von Bank of America und zwar ein Ranking in einem Report, also sie haben hier dargestellt 1000 Jahre von technologischer Disruption und begonnen da unten mit der Printing Press, dann Teleskop, Steam Engine und geplottet hier gegen die World Population und hier haben sie eben auch Bitcoin genannt, also auch Bank of America hat Bitcoin als einen technologischen Disruptor hier gesehen und eben unter sehr viele andere große Technologien eingeordnet, wie zum Beispiel AI, KI, das iPhone, DVDs, World Wide Web und Bitcoin eben da mittendrin. Auch sehr bullish, dass Bitcoin eben als so eine technologische Disruption gesehen wird. Und dann haben wir von Merlin the Trader noch einen Post über the 20 of Europe's largest banks are moving into crypto. Das habe ich ganz interessant gefunden, das ist eine Aufstellung von 20 großen europäischen Banken und ob sie Custody anbieten und Trading, also Custody heißt Verwahren von Kryptoassets für die Kunden und Trading eben, dass man diese auch handeln darf und das sind eben 20 europäische große Banken und man sieht, sehr viele bieten da Custody schon an, entweder nur für Institutionen oder auch eben für Retail, das heißt für kleine, also für wie wir es auch sind, quasi Krypto-Enthusiasten, die Krypto halten möchten. Und eben manche bieten das nur für Institutionen an, manche auch sehr wohl schon für Retail. Deutsche Bank zum Beispiel hat das schon angekündigt, also auch dort kommt das. Und Trading bieten auch schon einige an für sowohl Retail als auch Institutionen. Und natürlich Tendenz ist, dass das immer mehr werden. Umso größer der Sektor wird, umso etablierter, umso mehr Banken werden auch in diesen Sektor vorstoßen. Ich glaube sogar, dass die Banken, die das nicht tun, einen großen Wettbewerbsnachteil davon haben werden in der Zukunft. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn man sich diese 20 nochmal anschaut, in 2, 3, 4, 5 Jahren, wird hier wahrscheinlich in jedem Feld etwas stehen. Weil die es nicht tun, werden zurückbleiben, denke ich, weil die Technologie einfach so viele Dinge lösen kann, so viele Sektoren besser machen kann, effizienter machen kann, dass sobald einmal die Regulatorik auch feststeht, vor allem für Kryptos, was ja im Moment noch nicht ganz so ist, aber eben in Europa MiCA hat da wieder sehr viel quasi klargestellt und eben grünes Licht gegeben, dass die Institutionen hier auch in diesem Sektor weitergehen können und sehe ich durchaus positiv für die Zukunft. Und nochmal hier kurz gegenübergestellt, das hatten wir auch schon mal, dieses Chart, Anteil, also Größen dieser verschiedenen Märkte gesamthaft gesehen. Und Cryptocurrency ist jetzt gerade beim Market Cap insgesamt von 3,2 Trillion, also Billiarden in Deutsch,
Gold bei 35 Trillion und Global Stocks in 143 Trillion Größe. Ja, was sieht man da? Dass das Cryptocurrency allgemein, also Krypto allgemein, gerade mal bei 10% der Marktkapitalisierung von Gold angelangt ist und ja, ein absolut kleiner Teil, einstelliger Prozentbereich am Anteil des globalen Equity Markets, also Aktienmärkten. Und ja, auch das, denke ich, ist sehr bullisch für die Zukunft. Ich gehe stark davon aus, dass diese Zahl hier 3,2 Trillionen stark ansteigen wird über die nächsten Jahre und ja, diverse Kryptos davon profitieren werden. Manche werden natürlich auch zurückbleiben, also was heißt manche, eigentlich die allermeisten, wahrscheinlich 99% aller Kryptos werden zurückbleiben, aber die wichtigen, die echte Real-World-Probleme lösen, werden hier stark davon profitieren und dieser ganze Kryptosektor wird auch wieder einen Fahrt aufnehmen, auch wenn es jetzt kurzfristig vielleicht nicht so gut ausschaut, aber langfristig, ja, tolle Technologie, tolle Assets, sehr bullish aus meiner Sicht. Ja, lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch ein bisschen Einblicke gegeben, wieder interessanter und bis zum nächsten Mal.